Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie vom schmalen Steg zwischen Afrika und zwischen Asien. Ich begrüße Sie aus dem Staat Israel und aus der noch viel jüngeren Stadt Tel Aviv. Wir sind im heutigen Israel, wo 22 Jahre bevor dieser Staat, dieses Land überhaupt geboren wurde, es bereits eine Philharmonie gab. Die jetzt Bronfman genannte Philharmonie hinter mir wurde 1936 als palästinensisches Philharmonisches Orchester gegründet und am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtstag 1936, hat kein geringerer als Arturo Toscanini hier das erste Konzert dirigiert. In diesem noch nicht existierenden jüdischen Staat hat man klassische Musik und Theater gespielt, bevor es noch das Land gab. Avi Shoshan ist seit 1973 Generalsekretär der israelischen Philharmonischen Orchester. Since 48, it's his name from the orchestra. Yeah? The State of Israel was officially founded, established, declared May of 48. And you, as a your orchestra? I was born 3 months before the State of Israel was officially declared. And I was born in March of 48. So I'm one of the last Palestinians. As of May 48, I became an Israeli. And in 1948, it became the Israel Philharmonic. We are the Israel Philharmonic Orchestra, which means we are the orchestra of the State of Israel, and we are also the orchestra of the Jewish people all over the world. We have a role and a task not only being musicians, but also being ambassadors. Playing contemporary music is very important, and us being what we call the flagship is important. We, for instance, played tonight a piece by an Israeli composer by the name Hamami. He's kind of a crossover artist. He writes music for a classical, typical orchestra, but on the other hand, he's very much into what we call music of the world. And it's a very exciting piece. Zubi Mehta is music director per life, per la vita. For life, yeah. He came to Israel, you know, like a Hollywood cliche. He came to Israel when Eugene Ormandy got sick in 1961. It was a love story from day one. And then in 1969, he became our music director. And in 1981, as a gesture of goodwill, love, support, the orchestra appointed him as music director for life. Jahre Musikdirektor. Das ist ja auch politische Geschichte, das ist Kulturgeschichte. Ich sehe hier dieses Foto mit dir. Was sagst du da? Ja, bitte kauft die Abonnements für nächstes Jahr. Aber erstens einmal muss ich sagen, dass über 3500 Konzerte waren. Und auch Tournees überall in der Welt, wo wir in Länder fahren, die mit Israel politisch nicht sehr eng sind. Am Anfang Japan,
wollte es ganz geheim halten, obwohl wir volle Häuser gehabt haben. Es war überhaupt kein Publicity. Niemand hat gewusst, dass wir in Japan sind. Aber wir vertreten inoffiziell natürlich Israel als Kulturbotschafter, besonders heute, wo Israel ein isoliertes Land ist in der Welt, auch mit Europa. Und wie ich draußen bin, natürlich versuche ich Israel zu verteidigen. Wenn ich drin bin, überhaupt nicht, ja. Weil es eine Demokratie. Und die Siedlungen isolieren das Land von der ganzen Welt. Braucht man die Siedlungen? Meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil sie Land, die Palästinien gehören, einfach nehmen. Besonders die fromme Juden, die in Australien, Amerika und Frankreich und so leben. Jeder will ein Appartement hier haben, obwohl sie draußen leben. Und dann kommen sie, wann es Wahlzeit ist, und sie wählen. Und da kann Herr Netanyahu nicht als mit denen eine Koalition machen. Du machst hier also das gesamte konzertante Repertoire bis ins 20., 21. Jahrhundert. Gestern war das Konzert hier, heute dirigierst du, also das gesamte Orchester fährt nach Jerusalem. Jedes Programm, Tel Aviv natürlich vielmals, 4-, 5 Mal, einmal Jerusalem und 2-mal Haifa. Ich muss dich jetzt fragen, warum hörst du nach 50 Jahren auf? Es war deine Entscheidung. Es war meine Entscheidung einmal. Das Orchester braucht meiner Meinung nach jetzt wieder einen neuen Gesicht, der weiterführt. Weil wenn ich nicht aufhöre, irgendwann muss ich dann aufhören. Und ich will nicht an den Tag aufhören, wo ich muss. Ich bin noch jung. Aber es gibt Dirigenten und das Orchester ist momentan auf der Suche und so. Das ist demokratisch. Du hast nichts zu sagen zu deinen Nachfolgern. Oh, ich kann ein bisschen Ätzes geben, ja. Schwer, da ein Schlusswort zu finden. Ich möchte nur eins sagen. Wie schade es ist, dass die Welt nur einen Zubin Mehta hat. Und wie schön es ist, dass die Welt einen Zubin Mehta hat. Danke. Ja, so. Wir sind jetzt in dem weltberühmten, würde ich fast wagen zu sagen, Museum of Modern Art. Was es hier gibt, ist auch ein Konzertsaal. 350 Plätze gibt es hier. Kammermusik spielt man hier. Es ist eine Formation der israelischen Philharmoniker, das berühmte A-Dur-Klarinettenkonzert von Mozart. Baronin Batsheva von Rothschild hat 1967 dieses Tanztheater geschenkt der Stadt Tel Aviv. Ohad Naharim ist der Nachfolger von Martha Graham und führt diese Kompanie. 100.000 Zuschauer haben die allein hier in Tel Aviv. Beat you to death with weapons that eat through your flesh, and I never eat you unless the fucking meat looks fresh. I got a line in my pocket, I'm lying. I got a 9 in my pocket, and baby, I'm just dying to cock him. He's ready for war, I'm ready for war. I got machetes and swords for any maggot who said he was raw. Okay, guys, good. Since when you are here and why you are here? Well, the company was formed in 1964, and I became the director in 1990. Almost all the dancers in the company come from our junior company, and they dance in the junior company for 2 to 3 years, and we get to know them very well. The most important idea of the choreographer, let's say that a writer, he's doing it alone. I'm doing it with them. A lot of the movement they made, and a lot of ideas come from watching them. I'm shooting babies, no ifs, ands, or maybes. Hit mommy in the tummy if the hooker plays a dummy. Es ist wirklich unglaublich, was in diesen wenigen Jahren in dieser Stadt, die zu meiner Geburt auch kaum existiert hat, alles geschehen ist. Alles ist hier konzentriert. Tel Avivs Performing Art Center. Hier ist das Kammertheater, hier ist die Oper und hier ist das
Museum of Modern Arts. Das Kammertheater, das ein Zimmertheater war mit 5 Darstellern, ist heute ein prachtvolles, international anerkanntes Theater geworden. Also diese Nähe und dieses Interesse von den Menschen, die hier leben, jung und alt, für Theater und für Oper ist schon unglaublich. Michael Eisenstadt. Ian Hollander at the Israeli Opera. What a pleasure. Das ist die Seele des Hauses gewesen und wird es immer bleiben. Let's go and make a little tour in the house. Uiuiui. This is where we have all the costumes from all the productions. You know, when we started the Israeli Opera in 1985, we were a small house, but we did everything here. So most of the costumes that we see here in the background are productions from the 80s and the 90s. Michael, you do here in one season 7 new productions. We do 7 productions. 2 will probably be new productions that we do here. Yeah. Others we might rent from other houses, or we will do a co-production. Let's speak about Forza del Destino. 13 performances, almost sold out. Really? Yeah, 1,500 people every night. And this Forza was produced where? In Maribor. In Maribor? In Maribor, of all places. Yeah. It's Pier Francesco Maestrini, he's an Italian director. In 5 Tagen 4-mal Verdis groß.